Hallo meine Lieben, heute habe ich Geschenktaschen und zwar aus Papier, solche die man kaufen kann und die werden wir beplotten und zwar mit verschiedenen Folien. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Ich habe mir, wie gesagt, Papiertüten gekauft und zwar in rosa, weil ich dachte, wir machen mal nicht klassisch rot wie an Weihnachten, sondern wir nehmen hier rosa. Und ich dachte mir, ich mache 4 Stück, weil ich habe 4 Folien, die ich dafür verwenden will. Und zwar sind das diese Folien. Das eine ist von Aslan, so eine Glitzerfolie. Dann habe ich auch von Aslan so eine matte Goldfolie, finde ich auch extrem cool. Dann habe ich von Plottix eine, wie heißen die? Eine Velour-Klebefolie. Das heißt, die ist so sanft, wenn man da drüber fährt, ne? In weiß. Und dann habe ich auch von Plottix eine permanente Vinylfolie und die hat so einen leichten Glanz drin. Also von dem her denke ich, die könnten alle super aussehen auf den Taschen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zuerst mal auf den PC und suchen uns die Motive raus. Und dann werde ich das Ganze mit dem Brother Plotter plotten, weil ich finde den eigentlich am angenehmsten, wenn ich unterschiedliche Materialien habe. Der findet mit dem Automatikmesser eigentlich relativ gut, wie er die schneiden muss. Aber zuerst jetzt auf den Laptop. Ich gehe hier auf den Design Store von Silhouette und ihr denkt jetzt vielleicht, na, aber du hast doch gesagt, du arbeitest mit dem Brother Plotter. Aber das Thema ist, wenn ihr hier Sachen herunterladet, also SVG-Dateien herunterladet, direkt herunterladet und nicht in die Bibliothek hineinladet, dann könnt ihr die auch in den Brother Canvas als SVG importieren. So, jetzt suchen wir hier mal nach Christmas Quotes. Mal gucken, was wir da Schönes finden. Und ich will kein Drucken und Schneiden, ich will keine 3D, keine Schriftdaten, kein Druckmuster, keine Skizze und kein Schrass, sondern nur ein regelmäßiger Schnitt. Und hier habe ich schon mal eins, den finde ich cool. Das ist I'm the reason Santa has a naughty list. Also ich bin der Grund dafür, dass Santa eine nicht brav gewesen sein Liste hat. Und da sage ich jetzt eben SVG. Gebe das schon mal in meinen Warenkorb rein. Dann finde ich auch dieses Christmas Calories Don't Count. Finde ich auch ganz cool. Nehmen wir auch das SVG. Den hier finde ich auch ganz witzig. Von wegen, ich lege mich unter einen Tannenbaum und erinnere jeden daran, dass ich eigentlich ein Geschenk bin. Ne? Den finde ich cool. Den nehmen wir auch. Und dann nehme ich hier noch so ein simples, es fängt langsam an auszusehen wie Weihnachten. Ne? Würde sagen, den nehmen wir. Auch hier das SVG. So, und jetzt kann ich alles, was ich im Warenkorb habe, noch einlösen und dann habe ich die SVG-Dateien, die ich herunterladen kann. Und jetzt seht ihr eben hier, dass ich ein direktes Herunterladen habe. Na, er sagt mir, die Dateien wurden in die Bibliothek hinzugefügt, aber ich kann hier auch direkt herunterladen. Dann habe ich das in den Downloads und kann da draufklicken, damit es sich öffnet. Und dann habe ich die ganzen Dateien, da waren noch ein paar andere Sachen dabei, die ich gleich heruntergeladen habe. Aber das ist sicher eines zum Beispiel. Das heißt, ich kann hier im Brother Canvas sagen SVG und dann zu den Downloads gehen und das erste nehmen. Ne? Dann nochmal, respektive ich gucke jeweils, dass ich möglichst alles kopiere. Und das kurz wieder ausblenden. Dann das nächste.
Und jetzt kann ich ja nicht bei jedem noch festlegen, wie groß das sein soll. Ich gucke mir jeweils die Tasche an und wie breit das sein darf, Maximum, und wie hoch das Maximum sein darf. Und hier, wo haben wir es hier? Das ist jetzt, gucken wir mal, wenn ich hier 15 cm eingebe, also 150, dann ist es in der Höhe nur 89, aber das passt. Das nehmen wir. Vinylfolie müssen wir nicht spiegeln, ne? Von dem her sage ich, okay, das schon mal vorbereitet. Dann nehme ich das nächste. Und jetzt kann ich ja nicht hingehen und jedes einzelne bearbeiten. Fragt mich nicht, warum mein Arbeitsplatz, warum ich den so klein gemacht habe. So, jetzt sehen wir auch was. Ich muss kurz gucken, was ich wie haben will. Ich glaube, das hier hätte ich am liebsten mit diesem Anthrazit. Ich ändere gleich kurz die Farbe, damit ich das dann auch weiß, welches ist. So, dann würde ich mal sagen, das hier, das mache ich weiß. Und dann haben wir noch Gold und Glitzer. Ich würde sagen, das passt zum Gold. Und das hier passt zum Glitzer. So. Und die übergebe ich jetzt eines nach dem anderen an den Plotter. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem hier. Deshalb blende ich die anderen 3 aus. Falsch. Das war's. Und sage Datei, exportieren, passt, übers Internet. Die Folie habe ich schon auf die Matte geklebt. Jetzt kann ich sagen, Daten abrufen übers Internet. Dann hat er die auch schon. Ich kann sagen, okay, sagen, was ich damit machen will. Ich will schneiden. Und jetzt will ich hier natürlich einen Halbschnitt haben. Mal gucken. Halbschnitt on. Auf Auto. Das lassen wir mal so, aber ich werde auf jeden Fall einen Test machen. Und den Test müssen wir irgendwo machen, wo ich Folie habe. Das wäre nicht schlecht. Ich mache das mal hier ganz unten. Kann ich sagen, Matte reinnehmen. Und ich habe das Vinylmesser drin. Und kann sagen, Start. Und hier kann ich jetzt auf der Folie gucken, ob das anständig geschnitten hat, aber auch nicht durchgeschnitten hat. Das passt wunderbar, der schneidet das perfekt. Und so kann ich eigentlich auch schon sagen, Start. Braucht 6 Minuten, ist ja auch eine relativ filigrane Datei. So, und bevor ich das rausnehme, kontrolliere ich trotzdem immer noch kurz, hat es das wirklich gut geschnitten, und das ist immer noch der Fall. Ich habe sogar gemerkt, ich hatte das auf eine 4 eingestellt, das war eigentlich relativ langsam. Von dem her machen wir das nächste ein bisschen schneller. So, dann gehen wir zum Gold über. Das heißt, ich kann hier auf den Home-Button gehen. Dann sagen Dateien abrufen. Das ist genau die Datei, sage OK. Sage, was ich damit machen will, nämlich schneiden. Jetzt gehe ich eben hier noch kurz auf die Einstellung und mache das ein bisschen schneller hier. Machen wir eine 2. So, auch hier werde ich wieder einen Test machen, weil die Folie habe ich auch noch nie geschnitten. Das Ganze kurz laden.
Dann sage ich Test und platziere das neben meinem Design hier oben in die Ecke und sage Start. Können wir uns das angucken. Nee, das war gar nichts. Erneut testen. Das heißt, ich gehe hier mit dem Schneidedruck hoch. Versuchen wir das mal. Dann platziere ich das ein bisschen weiter drüben und sage nochmal Start. Nö. Gut. Erneut testen. Oh, gehen wir da noch ein bisschen weiter hoch. Ne, nicht hier, sondern beim Halbschnitt. Ich mache jetzt sogar auf eine 3. Mal gucken. Ich mache noch ein letztes und zwar mache ich eine 4. Erneut testen. Es hat schon relativ gut geschnitten, aber ich hatte das Gefühl, an einer Stelle war es noch nicht gut genug. Machen wir eine 4. Jetzt. Wunderbar. Und das notiere ich mir natürlich auch in mein schlaues Büchlein, dass ich weiß, das nächste Mal, wenn ich diese Folie schneide, dass ich hier eine +4 mache. Und jetzt kann ich eigentlich schon auf Start gehen. Und wenn er fertig ist, gucke ich da natürlich nochmal, ob das wirklich gut geschnitten ist. Und das ist tatsächlich der Fall. Wunderbar. Kann ich das rausnehmen. Und diese Tests macht ihr natürlich nicht nur mit dem Brother-Plotter, sondern das macht ihr mit jedem Plotter, wo ihr guckt, ob das es wirklich gut geschnitten hat. Das merke ich gerade hier. Na, ihr seht, was hier passiert. Er hat es fast ein bisschen zu gut geschnitten, ne? Also wäre eine 3 vielleicht doch besser gewesen. Als nächstes nehmen wir die Velourfolie. Und immer dran denken, bei den Plottix-Folien, wenn ihr so einen Kleber drauf habt, nehmt den ab, bevor ihr das Ganze auf die Matte klebt, weil sonst habt ihr das Problem, dass das hier nämlich auf eurer Matte klebt und nicht mehr hier am Material. So, versuchen wir das noch. Dann Startseite, Datei abrufen. Das hier sage, okay, ich will schneiden. Jetzt gehen wir mit dem Druck wieder zurück auf Auto als Startposition und sagen hier natürlich auch, ich will einen Test machen. Nee, der hat noch nicht mal ansatzweise irgendwas geschnitten. Gut, erneut testen. Dann gehen wir hier auch gleich 2 hoch, weil der hat wirklich praktisch nichts geschnitten. Ja, wunderbar. Hat er durchgeschnitten? Nee, hat er nicht. Wunderbar. Nehmen wir so. Das heißt, ich kann hier sagen, Start. Jetzt teste ich das nochmal, ob das hier auch wirklich geschnitten hat. Ja, wunderbar. Und ich habe das jetzt alles mit dem Vinylmesser geschnitten. Hier bei der Velourfolie hätte man eigentlich auch das normale Messer nehmen können. Aber was ich ganz sicher mache, ist jetzt mit der Glitzerfolie, dann nehme ich das normale Messer, damit ich nicht so eine starke Abnutzung habe vom Vinylmesser. Ne? Also
Das verwende ich in der Regel wirklich nur mit Vinyl, damit ich da auch nicht so einen starken Verbrauch habe und das immer gut schneidet. Die Folie hier von Aslan ist ein bisschen speziell. Die hat oben einen Schutz und unten eine Trägerfolie. Wenn ich mich richtig erinnere, schneidet man die von oben. Wir werden es sehen, wenn es nicht funktioniert. Lade ich das mal? Dann muss ich natürlich mein Design holen. Okay, ich will schneiden. Und auf jeden Fall, Moment, jetzt zurück. Ich will hier wieder bei 0 anfangen, also bei Auto. Okay. Und aber einen Test machen. Jetzt bin ich immer gespannt, weil die ist schon satt dick, ne? Also den Träger hat es geschnitten, das ist schon mal eines. Und die Folie drunter hat es auch gut geschnitten. Okay, wunderbar. Dann können wir hier sagen, Start. So, auch hier kontrolliere ich das wieder, ob das funktioniert hat. Ja, hat funktioniert. Und jetzt können wir eigentlich schon hingehen und das Ganze entgittern. Die ist wirklich super zum Entgittern. Orakalfolie, ne? Also die sind wirklich super. So, das waren schon mal die feinen Teile oder die filigranen Teile. Jetzt gucken wir, wie gut wir den Rest runterbekommen. Ich glaube, ich wende da meinen Trick an. Bringe das zuerst auf die Übertragungsfolie und nehme dann das weg, was ich nicht brauche. Das kann gut daran liegen, dass ich einfach nicht so ein Geduldsmensch bin, ne? So, nehmen wir mal den Träger runter. Das funktioniert schon mal sehr gut. Und jetzt versuche ich das zu lösen, was ich nicht brauche. Und da muss ich ganz tief in die Trickkiste greifen. Ich mache es jetzt noch anders und klebe das hier auf meine Matte. Dann geht es noch ein bisschen einfacher. Man könnte sagen, das war jetzt ein Erlebnis der besonderen Art. Ich bin einfach kein Geduldsmensch. So, ich mache jetzt mal den Trick mit dem Backtrennpapier, weil das ist eine permanente Folie. Die klebt echt richtig gut. Und so kann ich das zuerst platzieren und dann festkleben. Ein bisschen wohler dabei. Gucken, wo wir das haben wollen. So passt es. Machen wir oben fest. Nehmen das Backtrennpapier wieder weg. Und dann kann ich das von oben runter streichen. Ich weiß, es sieht so aus, als ob ich zum ersten Mal irgendetwas entgittern und übertragen würde. Aber das ist immer so eine Sache mit einer neuen Folie. Muss man zuerst so ein bisschen das Gespür dafür bekommen,
was mit der am besten funktioniert und was nicht, ne? Aber ich würde sagen, das sieht echt super aus. Ne? Erste Geschenktasche, fertig. Und das ist eine Permanentfolie, ne? Was nehmen wir als nächstes? Gold von Aslan. Bei der habe ich gemerkt, das funktioniert eigentlich fast besser, wenn man am Rand reingeht, also da, wo man geschnitten hat, anstatt normalerweise stechen wir ja in die Folie rein und heben die hoch. Bei der funktioniert es eigentlich besser, wenn ich am Rand von dem, was ich wegnehmen will, reingehe und das so anhebe. Das waren die kleinen Teile und jetzt hoffe ich, ich kann das anständig entgittern, weil das war ja die, wo ich zu stark reingeschnitten habe. Gucken wir mal. Ich muss hier ein bisschen nachhelfen, aber das ist wirklich dem geschuldet, dass ich zu tief reingeschnitten habe. Sonst würde das garantiert besser funktionieren. So, versuche ich das auch noch mal mit derselben Übertragungsfolie. Die ist es nicht, die klebt zu wenig. Dann versuche ich da eine, die ein bisschen besser klebt. Ich musste die Kamera ausschalten und hier selber ein bisschen arbeiten, weil das war jetzt echt ein Erlebnis. Und das liegt nicht an der Folie, sondern wenn ihr denkt beim Schneiden, es ist besser, wenn ich ein bisschen zu viel schneide aus zu wenig. Nee, ist es nicht, weil wenn ihr zu tief schneidet und in den Träger reinschneidet, dann könnt ihr die Folie fast nicht lösen, weil an diesen Schneidenkanten klebt es dann richtig dolle am Träger, ne? Also es geht darum, immer die perfekten Schneideeinstellungen zu finden. Aber ich würde sagen, so können wir das übertragen. Hier wieder mein Backtrennpapier, damit ich das schön platzieren kann. Natürlich muss da ein bisschen Rand überstehen, sonst funktioniert der Trick nicht. So, jetzt kann ich gucken, wo ich das gerne hätte. Um das runterzunehmen. Das funktioniert perfekt. So, dann haben wir das und das sieht doch schon mal super edel aus. Ne? Das ist rosa mit dem Gold-Schriftzug drauf. Ne? Weihnachtskalorien zählen nicht. Ist auch eine ganz coole Verpackung, wenn man was Süßes schenkt. Ne? Das war diese Tasche. Dann kommen wir zum nächsten und das war das Velour. Hier haben wir ein bisschen eine andere Herausforderung, nämlich die, dass ich fast nicht sehe, wo der geschnitten hat. Ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen das Ganze anzulösen und gucke mal, was da alles mitkommt. Doch wunderbar funktioniert, würde ich sagen. Und jetzt haben wir hier noch die kleinen Teile. Und ich mache das jeweils so, dass ich das noch nicht zusammenknülle, wenn ich hier noch am Entgittern bin, weil ich habe ja zum Beispiel gemerkt, dass der I-Punkt, der war hier noch drin, den konnte ich so wieder rauslösen.
Ich knülle es wirklich erst zusammen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles erwischt. Alle I-Punkte, alle Apostrophen. Ne? Hier Apostroph habe ich. Has a naughty list. Sollte alles sein. Bin ich mir nicht ganz sicher, wie wir das am besten übertragen. Ich nehme mal an, das braucht ein bisschen was mit mehr Klebekraft, weil das Velour dann durch die Beschaffenheit halt einfach nicht so super gut klebt. Mal gucken. Sie drückt es einfach runter und zieht gleichzeitig die Folie runter. Wunderbar. Dann brauchen wir wieder eine Tasche. Unser Backtrennpapier. Einen kleinen Randüberstand oben und so kann ich das platzieren. Ich würde so sagen, so passt es. Machen wir es oben fest. Die Folie klappt echt gut. Die will sogar meinem Backtrennpapier kleben. Das hatte ich jetzt so auch noch nicht. Dann lassen wir das mit dem Backtrennpapier und gehen direkt drauf. Das heißt, einmal platzieren und dann nicht wieder korrigieren können. Ne? Und ich finde es halt einfach extrem cool, weil ihr habt ja fast so ein bisschen einen Puff-Effekt, weil die sich schon, die hat eine ziemliche Dimension. Und ist halt einfach ein super cooler Effekt, ne? Wenn man dann so eine Folie auf einer Tasche drauf hat. Teddybär auf einer Tasche, ne? Und dann noch unsere vierte Tasche. Da haben wir die Glitzerfolie, wo ich hoffe, dass ich die richtig geschnitten habe. Weil die hat eben einen Träger drauf. Eine Ecke haben wir schon mal. Jetzt versuchen wir das möglichst gut zu entgittern. So, ich habe jetzt teilweise ist diese Folie noch drüber, teilweise nicht. Ich lasse die jetzt einfach mal und versuche das so zu übertragen. Also die Folie sieht ja schon von der Rückseite extrem cool aus, muss man so sagen. Also das kann ich mir ja durchaus auch vorstellen, wenn ihr das an irgendein Glas dran macht. Und jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Eins fällt immer wieder raus, das mache ich nachher separat drauf. Der will heute nicht so wie ich. Gut, und dann bringen wir das hier drauf. Ich muss sagen, das Entgittern war jetzt auch nicht ganz so einfach bei der und man muss ja immer dann zusätzlich auch noch diese Schutzfolie obendrauf auch noch ablösen. Aber so einen Glitzer habe ich bis jetzt auf einer Folie, also auf einer Vinylfolie, oder ist eben kein Vinyl, aber sagen wir es einfach auf einer Folie, die ich so übertrage, definitiv auch noch nicht gesehen. Das ist echt der Wahnsinn. Also die glitzert wie Wolle. Ne?
Gonna lay under the Christmas tree and remind everyone I'm a gift. Finde ich auch ganz gut. Und das war das, was ich euch heute zeigen wollte, wie ihr gekaufte Taschen mit Folien auch aufhübschen könnt. Ne? Hier die von Oracal, die so einen leichten Glitzer-Effekt drin hat. Dann hier die von Aslan, Goldfolie. Dann haben wir hier, das ist die Velour-Folie von Plottix. Eben ganz cool durch diesen 3D-Effekt, finde ich auch Hammer. Und dann unser Glitzerding hier, ne? Auch die Aslan-Folie. Von dem her denke ich, habt ihr da so einige Ideen, was ihr machen könntet oder was für Arten von Folien ihr verwendet könntet? Gibt natürlich noch viel mehr, was man ausprobieren könnte, aber das waren jetzt mal so die 4, die ich euch heute zeigen wollte. Das war's aber auch schon für heute. Das war das, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen. Ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!